Hi, herzlich willkommen zurück im Bike24 Workshop, dem Videotutorial, in dem wir dir zeigen wollen, wie du zu Hause selbst an einem Rad eigene Reparaturen durchführen kannst. Ich habe den Florian wieder bei mir, aber wir haben eine neue Location. Florian, wo sind wir hier heute? Genau, wir sind hier in unserer Bike Assembly. Von hier aus werden auch alle Teile und Fahrräder versandt. Deswegen fühle ich mich hier pudelwohl. Wir haben jetzt beim letzten Mal die Laufräder getauscht, wir haben die Bremsen ausgewechselt. Heute soll es um den Antrieb gehen. Was haben wir genau vor? Es sollen die Pedalen ab, die Kurbel soll ab, Tretlager muss entsprechend auch noch raus und Kette und Umwerfer werden getauscht. Entsprechend neue Teile wieder angebracht. Ist ein bisschen was zu tun. Klingt jetzt nicht ganz so leicht. Wenn du es einschätzt, für wen ist so eine Reparatur? Einsteiger, Fortgeschrittener oder eher schon Profi? Für die Cannondale-spezifischen Sachen eher fortgeschritten, dann gibt es ein bisschen was zu beachten. Alle anderen Tätigkeiten sind für Einsteiger geeignet. Okay, na dann let's go. Für den heutigen Umbau brauchen wir einen Imbusschlüsselsatz, Drehmomentschlüssel, Kurbelabzieher für Cannondale-Kurbeln, einen Tretlageraustreiber, Tretlagerschlüssel, einen Kettennieter, Kettenschlosszange, Pedalschlüssel und Bauenzugschneider. Wir werden heute einige Anbauteile verwenden. Wir verwenden die Shimano GRX-Gruppe. Dort verwenden wir ein 11-fach-Schaltwerk mit einer Kapazität von 11 bis 42 Zehen. Dazu den passenden Umwerfer und die passende Shimano-Kurbel. Da wir ein Cannondale-Rad haben, haben wir ein BB30-Tretlager. Das gibt es nicht von Shimano, deswegen verwenden wir ein Token Ninja-Tretlager, das entsprechend eingeschraubt wird. Und abgerundet wird das ganz einfach mit der Shimano-Kette. Dann wollen wir mal gleich loslegen. Magst du mir mal bitte den Pedalschlüssel geben? Wichtig ist auch immer Handschuhe tragen. Ups, bist zu schnell. Ich wusste schon, wo er lag. Genau. Es gibt ein paar Sachen hier zu beachten beim Pedalschlüssel. Pedale haben jeweils ein Rechts- und ein Linksgewinde, deswegen nutze ich den Trick, dass ich die abzuschraubende Pedale nach hinten ausrichte und dann nach oben ziehe. Das geht dann jetzt einfach. Manchmal muss man dann entsprechend passenden Punkt finden. So einfach geht's. Ich habe gesehen, hinten ist ja auch so eine Inbusaufnahme an der Pedale. Also ich könnte auch einen Inbusschlüssel reinstecken und dann würde es auch auszuschrauben gehen. Mit meiner üblichen Technik ist es ein bisschen schwieriger, da halt in der Position der Inbus nicht ranpasst. Ja. Da müsste man halt entsprechend die Pedale nach vorne und dann nach unten drücken. Das versuche ich zu vermeiden mit dem Inbus, weil immer die Kettenblätter im Weg sind. Deswegen auch auf jeden Fall Handschuhe tragen. Da vermeidet man grobe Verletzungen. Ja, weil nicht alle Pedale haben ja hier diese Aufnahme für ein Maul oder sogar einen Pedalschlüssel, ne? Leider nicht. Oder sind auch nicht entsprechend breit. Der ist jetzt besonders flach. Also wenn man es nicht zu Hause hat, kann man auch einen Inbusschlüssel nutzen. Ja. Und dann immer ganz wichtig, du hattest es ja schon gesagt, immer auf die richtige Seite für die Pedale achten, links und rechts. Genau, da zeige ich dann später noch was, aber kommen wir dann dazu. Jetzt müssen wir hier die Kurbel ausbauen. Dafür brauchen wir einen 10 mm Inbus und den Kurbelabzieher sowie einen 8 mm Inbus. Welcher ist der Kurbelabzieher? Der Kurbelabzieher sind diese zwei kleinen silbernen Teile dort. Ja, genau. Ich hätte es mir fast gedacht. Cannondale hat keinen integrierten Kurbelabzieher. Zuerst wird diese komische Mutter eingeschraubt. Die wird hier mittig reingesetzt. Dann mit einem 8 mm Inbus, wie gehabt, eingeschraubt, bis die wirklich ganz in der Achse verschwunden ist. Dann wird dieses Teil im Endeffekt eingeschraubt. Das ist tatsächlich der Abzieher. Den kann man mit einem 15 mm Maulschlüssel noch kräftig fixieren, aber normalerweise reicht handfest. Und dann muss man schauen, jetzt diese Mutter, die man zuerst reingedreht hat, rausdrehen. Und jetzt löst es sich schon. Und integrierter Kurbelabzieher würde heißen, das ist dann schon in dem Kurbelarm drin und ich kann quasi einfach diese Mutter lösen und die würde das dann, weil das ja so auf die Kurbelwelle gepresst ist, würde das dann das alleine rausdrücken. Genau, das ist halt bei den meisten anderen Kurbeln halt der Fall. Beispielsweise SRAM hat es integriert, macht es halt deutlich einfacher, hat auch kein Spezialwerkzeug. Aber das funktioniert auch soweit. Wichtig ist jetzt beim Lösen einmal die Kette ein klein wenig entspannen, dass das Kettenblatt davon abgeht. Und dann kann man hier entsprechend wieder das Werkzeug entfernen, Kurbel rausziehen. Wenn es sehr schwergängig ist, würdest du empfehlen, zum Beispiel mit einem Hammer gegenzuschlagen? Kann man das machen oder kann man da Dinge zerstören? Mit einem Schonhammer ist es möglich. Da es halt weiches Aluminium ist, möchte man ungern mit Stahl drauf hauen. Man kann ansonsten auch noch einen Lumpen drüber legen. Aber
vorsichtige Schläge lösen da alles. Genau, dann brauchen wir jetzt den Kettennieter. Man kann ansonsten auch die Kette überprüfen, ob es ein Kettenschloss gibt. Ja, das ist hier. Aber ich zeige jetzt einmal schnell, wie es mit dem Kettennieter geht. Kette halt entsprechend eingesetzt, herangedreht und dreht. Es geht dann schwer und irgendwann geht es wieder leicht. Damit kannst du jetzt die Kette öffnen. Genau. Ja, du hast jetzt den Bolzen rausgedreht. Jetzt kannst du es aber nicht an derselben Stelle wieder schließen, oder? Dafür müsste ich die Außenlasche von der Kette komplett entfernen und dann könnte ich halt ein neues Kettenschloss einsetzen. Aber du kannst den Bolzen nicht einfach wieder reindrehen. Den alten Bolzen nicht. Bei einigen Ketten gibt es auch ansonsten einen Einsetzbolzen. Das hat Shimano lange Zeit verwendet, aber seit einigen Jahren machen sie dies nicht mehr. Sieht jetzt soweit schon mal in Ordnung aus. Da kann man Kurbel das ab. Genau, da kann man sich jetzt ein Bild drüber machen, was alles noch verbaut ist, wo sich Schmutz auffällt. Den kann man alles wegbringen. Wir haben ja in dem Fall ein gepresstes Innenlager. Ne? Ja. Und auch nur, mich gucken hier die reinen Lager eigentlich an. Das heißt, ich presse gar nicht irgendwas in Lagerschalen, ich schraube auch nichts irgendwie ein, sondern ich presse die reinen Kugellager in den Rahmen. Genau, das ist eigentlich das Schöne am BB30. Er ist sehr simpel gehalten, einzig und allein die Sicherungsringe sind halt vonnöten oder der Rahmen ist halt entsprechend geformt. Aber ansonsten sehr einfach, sehr leicht. Deswegen wurde es halt auch bei Cannondale verwendet für super leichte Rahmen. Aber für die Deinstallation muss halt Spezialwerkzeug her. Das wird jetzt ein klein wenig laut. Das ist durch. Also die Lager haben wir jetzt rausbekommen. Jetzt sehe ich aber, es ist irgendwie ganz schön schmierig, dreckig. Bevor da jetzt ein neues Lager rein soll, auf jeden Fall sauber machen, oder? Genau, dafür nehme ich einfach Papiertuch und Bremsenreiniger. Okay. Bremsenreiniger, alternativ würde wahrscheinlich auch Alkohol gehen, Isopropanol oder sowas. Genau, man könnte auch entsprechend einmal normal waschen, aber da hat man halt das Problem, dass Wasserreste noch übrig sind, die müsste man halt erst verdrängen mit Bremsenreiniger oder halt Alkohol oder mit WD-40. Es ist jetzt gereinigt, das Tretlager ist raus, Kurbel haben wir auch schon demontiert, jetzt soll die neue Kurbel rein. Wir brauchen ein neues Tretlager. Wie bauen wir das jetzt ein? Was brauchen wir dafür? Was machen wir jetzt? Genau, da wir ein Thread Together oder Thread Fit Tretlager für die Shimano Kurbelwelle verwenden. Ein was genau bitte? Thread Fit, Ja, was ein ist das? Schraubt zusammen, Pressfit Tretlager quasi. Das wird halt zusammengeschraubt und in die Presspassung reingezogen. Dafür müssen wir zuerst noch das neu fetten. Dafür haben wir Anti-Size oder halt ein Teflon-basiertes Schmiermittel, was halt Korrosion vermeidet und Reibung reduziert. Und Montagepaste oder sowas? Ist Anti-Size. Ah, okay. Florian, du hast jetzt das nächste sehr teuer und aufwendig aussehende Werkzeug in der Hand. Das hat doch wahrscheinlich auch nicht jeder zu Hause. Ne? Genau. Darum haben wir es auch eingangs nicht gezeigt. Das ist jetzt eine Lagerpresse, die halt auch ein bisschen teurer ist. Das heißt, es bietet sich durchaus an, wenn ich einmal mein Innenlager von einer Fachwerkstatt habe entfernen lassen, dass ich im Vorfeld vielleicht schaue, welche Art von Lager passt in mein Rad, was möchte ich verbauen in Zukunft und dann direkt mit dem Lager schon in die Werkstatt gehe, das alte Lager entfernen lasse und das neue direkt einbauen oder einpressen lasse. Genau, das wäre halt am einfachsten. Bei BSA, also halt geschraubten Tretlagern, ist es ein bisschen einfacher. Da braucht man halt keine teure Presse, da braucht man halt nur die passenden Schlüssel. Jetzt hantieren wir auch weiterhin mit den Schlüsseln, weil halt die eine Seite fix ist in dem Sinne. Nichtsdestotrotz müssen wir halt uns sicher sein, dass die erste Seite sich nicht wegdreht, deswegen brauchen wir zwei. Solltet ihr euch mal unsicher sein, welches Innenlager an eurem Fahrrad passt, meldet euch gerne bei unserem Kundensupport und wir schauen dann, welches Lager für euer Fahrrad passend ist. Das Schöne ist jetzt, da wir eine Tretlagerhülse verbaut haben, dadurch vermeiden wir halt das Reiben von der Kurbelwelle an den Schaltzügen. Dadurch ist ein Schadensfall auf jeden Fall ausgeschlossen. Wichtig ist, dass es halt vernünftig anzuschnäbeln ist. Manchmal kann es sein, dass die Aluhülse so dünn ist, dass halt entsprechend die Bremsleitung das verdrückt. Da muss man die Bremsleitung ein klein wenig beiseite nehmen. Jetzt ist hier der Bereich, wo es schwer wird. Da nehme ich dann gleich die Ratsche bzw. einen Drehmomentschlüssel. Der Drehmomentschlüssel muss auf 40 Newtonmeter eingestellt sein. Das ist er hier. Eingesetzt und
Da haben wir es, 40 Newtonmeter. So, also du hast es jetzt mit richtigem Drehmoment angezogen, aber nur auf einer Seite. Beide Seiten müssen nicht gemacht werden. Genau, weil es halt nur ein Gewinde ist, das durch die zweite Seite halt entsprechend durchgeht. Und damit ist dann halt... Weil sich zusammenzieht, logischerweise. Okay, genau. Alles klar. Jetzt können wir die Kurbel einsetzen. Auch die, weil die Kurbel, logisch muss ich drehen, muss ich schön leichtgängig drehen. Die werden wir wahrscheinlich auch erstmal fetten. Genau, die darfst du mal kurz halten. Ein bisschen was ist hier schon drauf, aber das wird nicht ausreichen, nehme ich an. Ne? Dafür haben wir hier eine Festspritze. Wir nehmen die Antriebsseite. Aber das ist jetzt anderes Fett. Genau, das ist jetzt das Original Shimano Fett. Einfach so einen kleinen Tropfen hier auf die Verzahnung drauf gegeben. Muss nicht viel sein. Das meiste würde dann so oder so an der Dichtung abgewischt werden. Deswegen brauchen wir nur einen ganz dünnen Film. Nichtsdestotrotz halt einmal ringsrum, dass das Stahl von der Kurbelwelle komplett bedeckt ist und nicht korrodieren kann. Also das Fett sorgt ja nicht nur für leichten Lauf, sondern schützt vor allem auch das Metall vor Korrosion bei irgendwie Luftfeuchtigkeit oder eindringendem Wasser. Genau, es ist halt immer gut, einen leichten Fettfilm drauf zu haben. Dann hereingesetzt. So, jetzt brauche ich den zweiten Kurbelarm. Danke sehr. Da gibt es eine Besonderheit, der hat so eine kleine Nase hier drin. Im Schraubendreher dieses Plastikteil. Das ist so ein Sicherungsplättchen, ne? Genau, das muss ganz sachte nach oben zeigen. Bei der alten Kurbel konnte man es direkt zeigen. Jetzt einfach eingesetzt. Jetzt den Verschlussring drauf. Und dann natürlich schön darauf achten, dass die Kurbelarme auch genau richtig sich gegenüberstehen, also oder nicht gegenüberstehen, ne? Genau 180 Grad. Passiert mal, dass man es schnell versetzt drauf zieht. Dann wundert man sich, warum man so komisch tritt. Jetzt muss die Kurbel noch mit 12 bis 14 Newtonmeter festgezogen werden. Das wird am linken Kurbelarm gemacht. Zuerst die innere Schraube etwas festziehen, bis man feststellt, so, okay, ist langsam fest. Zur anderen Seite drüber wechseln. Dort genau das gleiche. Jetzt wird es langsam schwer. Dann kann man hier auf Drehmoment gehen. Da haben wir es. Also wirklich so nach und nach, ne? Nicht eine Schraube gleich voll anknallen, sondern so nach und nach. Genau, und jetzt ist das Interessante, die erste Schraube, da die jetzt weiter mit angezogen wurde, kann nochmal abgezogen werden. Und das gleiche nochmal. So, Das ist ja verrückt. jetzt ist fest. Jetzt kommen Umwerfer und Schaltwerk dran.